if that favor is not granted? Two innocent bystanders will reap the consequences. And now will you tell me who the innocent bystanders Of are? course. Walter Benjamin and Gretel Adorno. Now, the light disappears from this and goes on, and now Adorno and Arendt are resuming their earlier conversation, which you didn't hear. Die nicht gehört haben, weil das wir jetzt lesen nicht am Anfang der Szene angefangen haben. Weil die haben erst vorher gesprochen, er hat gesagt, ja, wir haben einen Anruf erhalten und dann hört man den Anruf. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Gespräch. Jetzt bin ich wieder Theodor, die ist Gretel Adorno. Wait a moment. You're saying that you and I, two academics who have never agreed in print on any topic, are now together going to write something that would guarantee publication of this woman's revelatory text on Walter Benjamin? You did say revelatory, Hannah, didn't you? Well, yes, but those are her words. And we should agree that preposterous, impertinent, insolent, absurd, unthinkable. Stop. You don't need to go through the entire dictionary. Impertinent or insolent will suffice. For a start, how can we guarantee publication? I'm not a publisher, and neither are you. Well, we're assumed to have connections. You certainly have. I don't believe any manuscript of yours has ever been turned down. True, and for very good reasons. She demands that her book should include a long foreword by Arendt and Adorno, which effectively would guarantee its acceptance. Well, it was alphabetical, Adorno and Arendt. But why not be a gentleman and give precedence to the lady? Is this a joke? No, just insurance, in case we agree to be blackmailed together. Have you read the manuscript? No, she hasn't sent it yet. But I have a vague idea what it's all about. Have you met her? Not face to face, she's much too cautious. But you apparently have. I? When? Where? How? What's her name? No idea. But you certainly made an unforgettable impression on her. That I've heard from a few other women. Did she tell you where we met? Briefly. Very briefly. But if what she told me is true, then we are in trouble. In deep trouble. We? I ask that same question. Jetzt kommen wir zur letzten Szene, die ich vorlesen werde, die 5. Und jetzt ändern wir. Jetzt Fräulein X steht hier und ich bin Adorno. Also, wir treffen uns irgendwo in einem neutralen Platz. Im Winter sind angezogen und sie hat sogar etwas unter ihren Mantel. Sie nimmt das auf Tape-Recorder oder Spielrekorder. Also wir fangen da mit Freude, wie das nicht der Anfang der Szene, und dann sofort verstehen, was wir vorgeht. I know that you're aware that some of Walter Benjamin's most private papers, which he had left behind in Paris before his flight, were confiscated by the Gestapo, not unlike what happened earlier on with some of Kafka's letters. In both instances, the material eventually ended up via Moscow in a partially but not totally restricted government archive in East Germany. Muss ich unterbrechen, Carl Djerassi, das stimmt. Nämlich, ich habe ihm vorher gesagt, dass er seine Manuskripte und alles in Paris gelassen hat mit Parteien, ist dann nach New York gekommen. Das war nicht der Fall mit allen. Einen gewissen Teil hat die Gestapo gefunden. Ich glaube, es war nicht sehr wichtig für die Benjamin, nicht so eine wichtige Person. Sie sind aber nach dem Krieg nach Russland gekommen. Und von den Russen in die DDR. Und in den 60er Jahren waren dieses archivales Material, das man im Westen noch nie gesehen hat. Also das hat nicht Adorno und die anderen Leute, haben nicht mal gewusst, dass es existiert. Das ist via Moskau nach Ostberlin gekommen. Und in den Mitte 60er Jahren haben Leute schon angefangen, das zu lesen. Und das war auf der Schule, der das auch gelesen hat. Also das ist ein Faktum. Das habe ich nur jetzt erfunden, dass diese Frau wirklich hingegangen ist nach Ostberlin und das dort gelesen hat, was ich jetzt erfunden habe. Es ist aber wichtig, dass man das
dass man das weiß. Also das würde ich Ihnen gleich sagen, steht. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist sogar noch interessanter über Kafka. Kafka war der große Held für Benjamin und natürlich auch für die anderen, für Adorno und Peter Adorno. Wie Sie alle wissen, Kafka ist doch noch mehr kanonisiert und bewundert als alle anderen. Man hat immer angenommen, ich auch, nicht, er ist schon früh gestorben von Tuberkulose, er hat eine Verlobte gehabt, jahrelang in Berlin war und die haben wir hauptsächlich nur korrespondiert. Ich habe immer angenommen, die meisten Leute haben auch angenommen, dass es überhaupt keinen Geschlechtsverkehr zwischen ihnen gegeben hat. Also Kafka in all den Bildern, die man sieht, schaut wie ein trauriger Mann an, der wenig mit Frauen zu tun hat. Eine neue Biografie von Kafka ist vor einigen Jahren herausgekommen in England, die das total zerstört hat und eigentlich gute Sachen geschrieben hat, dass er um diese Zeit herum, also in seinen 20er Jahren, ein Riesensammler der Pornografie war, dass er ununterbrochen mit den Bordellos, mit Prostituierten Sachen zu tun gehabt hat, etc. etc. Das heißt, ein Bild von Kafka, die nichts sonst mit seiner Literatur natürlich zu tun haben, seinem Schreiben und auch mit seinem späteren Leben, aber trotzdem ein ganz anderes Bild über die Sexualität von Kafka beschreibt. Ich muss nur sagen, nicht meine Erfindung, das ist in einer Biografie, die in 2004 oder ungefähr in London herausgekommen ist. Das Thema erscheint schon in der frühen Szene und erscheint hier auch. Ich muss Ihnen nur sagen, das habe ich nicht erfunden, das ist wirklich wahr. Okay, jetzt gehen wir weiter. Also in both instances, listen wir hier. In both instances, the material eventually ended up in a roundabout fashion via Moscow in a partially but not totally restricted government archive in East Germany. To which you gained access? That's correct. What do you plan to do with this information? That will depend entirely on Professor Arendt and on you. Once I receive confirmation that you, and I emphasize that I mean both of you, are in principle agreeable to satisfy my modest demand, I shall provide Professor Arendt with my manuscript. Underneath this fake formal language, I discern some vicious anger. Will you care to elaborate on its source, perhaps by turning off your recorder? Long pause. Well, she unbuttons her coat, stops the tape recorder, and then rebuttons her coat. Why not? It may sway you to see how serious my request really is. So we're returning to a request rather than demand. In the absence of the recording, I am willing to make that small concession. And now listen carefully. If you wish to know where my anger really started, what circuitous paths it traversed to reach its present crescendo. For the past 4 years, I've been working as a part of my doctoral dissertation on an aspect of Walter Benjamin's intellectual and personal history which is still largely unexplored, or shall we say unanswered.